Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute habe ich für euch ein Rezept aus der Schweiz dabei. Und zwar backe ich heute einen Zopf. Der wird auch Züpfe genannt und das ist ein geflechtetes, leicht süßliches Brot. Für dieses Rezept verwende ich zum einen helles Urdinkelmehl und einen Anteil Vollkornmehl. Und da das Rezept vegan ist, verwende ich vegane Butter und Haferdrink anstatt Kuhmilch. Und wie ihr diesen sehr luftigen, leckeren Zopf hinbekommt, das zeige ich euch jetzt. Als erstes aktiviere ich die Hefe. Dazu gebe ich die Frischhefe in ein Schälchen. Dann kommt Rohrzucker dazu. Normalerweise verwenden wir eher Kokosblütenzucker. Wir haben aber gemerkt, dass es für dieses Rezept besser ist, Rohrzucker zu verwenden, da es mit der Hefe anders reagiert. Dann kommt lauwarmes Wasser dazu. Den Hefestarter lasse ich nun an einem warmen Ort 10 bis 15 Minuten lang stehen, bis sich Blasen bilden. In der Zwischenzeit erwärme ich die vegane Butter zusammen mit dem Haferdrink. Hier aufgepasst, der Pfanneninhalt darf nicht zu heiß werden, denn der kommt später zum Teig und wenn das zu heiß ist, dann deaktiviert das sozusagen die Hefe. Also lieber langsam erwärmen. Als nächstes kommt das Vollkorn-Dinkelmehl in die Schüssel und das siebe ich zuerst noch. Dann kommt das helle Urdinkelmehl dazu. Dann kommt noch Salz dazu. Und die nun flüssige Butter- und Haferdrink-Mischung. Und dann kommt unsere Hefemischung dazu. Hier sehe ich, haben sich schon ganz kleine Blasen gebildet. Dadurch, dass ich den Teig immer wieder auf die Arbeitsfläche schlage, wird er schön geschmeidig. Den Teig knete ich nun noch für 10 Minuten und kann mir dafür heute Abend das Workout sparen. Beim Kneten habe ich zwischendurch immer wieder mal etwas Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben, damit der nicht klebt an der Unterlage. So, der ist nun soweit. Kommt in eine Schüssel. Ich bedecke ihn mit einem feuchten Geschirrtuch und der Teig darf nun 1,5 Stunden lang aufgehen. Im Sommer kann das bedeuten, dass ihr ihn einfach auf dem Tisch stehen lässt und an kühleren Tagen vielleicht neben einer Heizung. Oder ihr macht folgenden Trick, ihr heizt den Ofen auf 50 Grad Celsius vor, schaltet dann den Ofen aus und gebt die Schüssel in den noch warmen Ofen. Der Teig sollte jetzt mindestens um das Doppelte aufgegangen sein. Mal schauen. Wow, wunderbar. Der kommt jetzt auf die Arbeitsfläche und wird nochmal geknetet. Nachdem ich den Teig noch einmal kräftig durchgeknetet habe, kommt er zurück in die Schüssel und darf noch einmal 30 Minuten aufgehen. So, und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil von diesem Video, und zwar das Flechten vom Zopf. Den Teig halbiere ich zuerst. Und aus den beiden Teighälften forme ich 2 Stränge. Die Stränge dürfen ungefähr 60 cm lang sein und die Enden ein bisschen dünner.
Dann kontrolliere ich, ob die Stränge auch gleich lang sind. Und dann mache ich ein Kreuz. Als nächstes kommt der rechte Strang und der linke Strang zueinander bzw. nebeneinander vorbei. Und der obere Strang kommt nach unten und der untere Strang geht nach oben. Und das Gleiche wiederhole ich. Und das letzte Stück, das drücke ich dann an und gebe es leicht unter den Zopf. Als nächstes bestreiche ich den Zopf. Und was ich hier in dieser Mischung drin habe, das findet ihr unten im Rezept verlinkt. Oder ihr könnt auch erstmal raten und uns in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, womit wir hier den Zopf bestreichen. Denn traditionell macht man das mit Ei und wir haben natürlich eine vegane Variante. Den Zopf lasse ich nun noch 15 Minuten lang ruhen und in der Zwischenzeit heize ich schon mal den Ofen ein. Nach den 15 Minuten bestreiche ich den Zopf noch einmal. Und jetzt kommt der Zopf in den Ofen für 30 bis 35 Minuten. Wow, also der Zopf ist richtig luftig geworden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Mmh. Mmh. Ein richtig leckerer, luftiger, veganer Zopf. Fantastisch. Wenn ihr es nachmachen wollt, wie gesagt, das Rezept ist unten verlinkt. Und abonniert unseren Kanal für weitere leckere, vegane Rezepte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!